Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hi Bob, wie geht es dir heute? Hi Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über unsere Gewohnheiten und Hobbys sprechen. Sprichst du gerne darüber? Ja, das tue ich. Ich denke, Gewohnheiten und Hobbys sind wichtig. Sie machen unsere Tage interessant und spaßig. Super. Ich habe viele Fragen zu deinen täglichen Gewohnheiten und den Dingen, die du magst. Können wir unsere Ideen austauschen? Natürlich, Alice. Ich teile gerne meine Gewohnheiten und Hobbys mit dir. Bob, um wie viel Uhr stehst du normalerweise morgens auf? Ich stehe jeden Tag um 6:30 Uhr auf. Ich mag es, meinen Tag früh zu beginnen. Früh. Das ist wirklich früh. Was machst du, wenn du aufwachst? Zuerst putze ich mir die Zähne und wasche mein Gesicht. Dann mache ich mir eine Tasse Tee und setze mich ein paar Minuten hin, um meinen Tag zu planen. Ich habe auch eine Morgenroutine. Ich wache um 7 Uhr auf, trinke ein Glas Wasser und mache dann ein paar Dehnübungen. Dehnen ist gut. Manchmal mache ich ein paar leichte Übungen, wie zum Beispiel um mein Haus zu gehen oder einen kurzen Jogginglauf in meinem Garten. Das klingt gesund. Was machst du nach deinen Übungen? Ich frühstücke einfach. Normalerweise esse ich Toast mit Butter und manchmal ein gekochtes Ei. Ich halte es gerne leicht, damit ich mich energiegeladen für den Tag fühle. Ich mag ein ähnliches Frühstück. Oft esse ich Müsli mit Milch und ein Stück Obst. Ein gesundes Frühstück ist sehr wichtig. Es hilft mir, den Tag mit Energie zu beginnen. Was machst du nach dem Frühstück als nächstes? Ich arbeite von zu Hause aus. Ich schaue meine E-Mails nach und arbeite am Computer. Außerdem lese ich ein paar Nachrichten online. Das ist interessant. Ich studiere an einem örtlichen College. Ich habe morgens und manchmal nachmittags Unterricht. Studieren ist eine gute Gewohnheit. Es hilft dir, jeden Tag neue Dinge zu lernen. Ja, ich versuche mindestens 2 Stunden jeden Tag zu lernen. Abends gehe ich auch meine Notizen durch. Ich bewundere deine Disziplin. Ich versuche jeden Tag 30 Minuten zu lesen, um mein Wissen zu erweitern. Ich lese Artikel, Kurzgeschichten oder manchmal ein Buch. Lesen ist eine großartige Gewohnheit. Es macht dich klüger und gibt dir neue Ideen. Bob, lass uns über Hobbys sprechen. Welche Hobbys hast du? Ich habe mehrere Hobbys. Ich spiele gerne Gitarre, fahre Fahrrad und male. Außerdem koche ich gerne einfache Gerichte. Das ist schön. Ich liebe es zu malen und zu zeichnen. Ich genieße es auch zu lesen und Kurzgeschichten zu schreiben. Lesen gehört auch zu meinen Lieblingshobbys. Ich lese gerne Romane und lerne über verschiedene Kulturen. Ich denke, Hobbys sind sehr wichtig. Sie machen unsere Freizeit angenehm und helfen uns, uns zu entspannen. Ja, Hobbys sind eine großartige Möglichkeit, uns auszudrücken und kreativ zu sein. Bob, wie hast du mit dem Gitarrespielen angefangen? Ich habe mit 16 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. Mein Vater hat mir eine kleine Gitarre als Geburtstagsgeschenk gegeben und ich habe ein paar Akkorde gelernt. Jetzt spiele ich jeden Tag gerne einfache Lieder. Das klingt spaßig. Ich habe als Kind mit dem Malen angefangen. Meine Mutter hat mir ein paar Wasserfarben gegeben und ich habe es geliebt, die Farben zu mischen. Malen ist sehr kreativ. Ich versuche manchmal Landschaften oder einfache Stillleben zu malen. Es ist sehr entspannend.
Ja, wenn ich male, vergesse ich meine Sorgen und fühle mich ruhig. Ich höre auch gerne Musik, während ich male. Musik macht jedes Hobby angenehmer. Ich spiele gerne sanfte Musik auf der Gitarre und singe manchmal mit. Bob, machst du auch Sport als Hobby? Ja, ich genieße Outdoor-Aktivitäten. Ich fahre gerne mit dem Fahrrad im Park und mache lange Spaziergänge. Am Wochenende spiele ich auch Fußball mit meinen Freunden. Das ist toll. Ich liebe auch Outdoor-Sportarten. Ich gehe oft morgens joggen und spiele manchmal Tennis mit meinem Nachbarn. Tennis ist ein guter Sport. Es hilft dir, aktiv zu bleiben und Spaß mit Freunden zu haben. Ja, und Joggen gibt mir Energie. Ich mag die frische Luft, wenn ich im Park laufe. Frische Luft ist wichtig für unsere Gesundheit. Ich sitze auch gerne im Park und entspanne mich nach einer Fahrradtour. Bob, was machst du neben dem Sport zur Entspannung? Zur Entspannung lese ich gerne und höre Musik. Ich koche auch gerne. Ich probiere neue Rezepte aus und mache einfache Gerichte. Ich liebe Lesen. Ich lese oft Romane oder Kurzgeschichten vor dem Schlafengehen. Es hilft mir, mich zu entspannen. Lesen ist eine gute Gewohnheit zur Entspannung. Es entführt dich in andere Welten und gibt dir neue Ideen. Ja, und Musik hören macht mich auch ruhig. Ich höre gerne sanfte Musik, wenn ich lerne oder male. Musik ist ein wunderbares Hobby. Sie kann deine Stimmung ändern und dich glücklich machen. Bob, nutzt du soziale Medien als Hobby? Ja, ich nutze soziale Medien ein wenig. Ich schaue mir gerne die Fotos meiner Freunde an und lese interessante Beiträge, aber ich versuche nicht zu viel Zeit damit zu verbringen. Ich nutze auch soziale Medien, aber ich ziehe es vor, mehr Zeit mit meinen Hobbys zu verbringen als mit meinem Telefon. Das ist eine gute Gewohnheit. Zu viel Bildschirmzeit kann schlecht für unsere Gesundheit sein. Ja, manchmal stelle ich einen Timer ein, um mich daran zu erinnern, mit dem Scrollen aufzuhören und ein Buch zu lesen oder nach draußen zu gehen. Das mache ich auch. Ich versuche meine Zeit zwischen Lernen, Arbeiten und meinen Hobbys auszubalancieren. Bob, wie helfen dir deine Hobbys im Alltag? Meine Hobbys helfen mir, mich zu entspannen und Stress abzubauen. Wenn ich Gitarre spiele oder Fahrrad fahre, vergesse ich meine Arbeitsprobleme und fühle mich glücklich. Das fühle ich genauso. Malen und Lesen machen mich ruhig und kreativ. Sie geben mir eine Pause von meinem Studium. Hobbys sind wichtig für unsere psychische Gesundheit. Sie helfen uns, positiver und kreativer zu sein. Ja, ich fühle mich immer besser, nachdem ich etwas Zeit mit meinen Hobbys verbracht habe. Es ist wie ein kleiner Urlaub jeden Tag. Ich stimme zu. Selbst 30 Minuten malen oder lesen können meine Stimmung verändern und meinen Tag verbessern. Bob, denkst du, wir sollten mehr Menschen von unseren Hobbys erzählen? Ja, ich denke, es ist eine gute Idee, unsere Hobbys zu teilen. Es kann andere inspirieren, neue Dinge auszuprobieren. Ich würde gerne meine Freunde zu einem kleinen Malkurs einladen. Wir können alle zusammen lernen und Spaß haben. Das ist eine großartige Idee. Ich kann meine Freunde einladen, Fußball zu spielen und vielleicht danach ein Picknick zu machen. Wir können auch unsere Rezepte teilen und zusammen neue Gerichte kochen. Ja, das Kochen mit Freunden macht sehr viel Spaß. Wir können voneinander lernen und gesunde Mahlzeiten zubereiten. Ich bin froh, dass wir heute über unsere Gewohnheiten und Hobbys gesprochen haben. Ich habe viel von dir gelernt, Bob. Ich bin auch froh, Alice, über unsere täglichen Routinen und die Dinge, die wir mögen, zu sprechen, tut mir gut. Bob,
Was ist eine neue Gewohnheit, die du anfangen möchtest? Ich möchte eine tägliche Meditationsgewohnheit beginnen. Ich habe gehört, dass Meditation helfen kann, Stress abzubauen und die Konzentration zu verbessern. Das ist eine gute Idee. Ich möchte versuchen, 15 Minuten früher aufzuwachen, um meinen Tag zu planen und einige Atemübungen zu machen. Das klingt sehr gesund. Kleine Veränderungen in unseren Gewohnheiten können einen großen Unterschied machen. Ja, ich glaube, wenn wir jeden Tag neue Gewohnheiten ausprobieren, können wir unser Leben Schritt für Schritt verbessern. Ich stimme zu. Ich werde versuchen, jeden Tag mehr Wasser zu trinken und mehr Obst zu essen. Gute Gewohnheiten machen unseren Körper und Geist stark. Ich werde versuchen, meine Bildschirmzeit zu begrenzen und mehr Bücher zu lesen. Lesen hilft mir zu lernen und mich zu entspannen. Wir können uns gegenseitig daran erinnern, unsere neuen Gewohnheiten einzuhalten. Das wird uns helfen, motiviert zu bleiben. Ja, das würde ich sehr mögen. Bob, hast du Tipps, um eine gute Gewohnheit beizubehalten? Ich denke, es ist wichtig, ein kleines Ziel zu setzen und konsequent zu sein. Wenn ich zum Beispiel Sport machen möchte, beginne ich mit 10 Minuten am Tag und erhöhe die Zeit langsam. Das ist ein guter Tipp. Ich werde versuchen, mir ein kleines Ziel für meine Lesegewohnheit zu setzen. Vielleicht 10 Seiten am Tag, um zu beginnen. Ja, und du kannst ein Tagebuch verwenden, um deinen Fortschritt zu verfolgen. Es hilft zu sehen, wie weit du gekommen bist. Ich werde ein Tagebuch nutzen, um meine täglichen Übungen und meine Lesezeit festzuhalten. Das wird mich stolz machen. Ich mache dasselbe mit meinem Kochen. Ich schreibe neue Rezepte auf und wie ich mich fühle, nachdem ich sie ausprobiert habe. Das ist eine großartige Idee. Über unsere Gewohnheiten zu schreiben, kann uns helfen, nachzudenken und uns zu verbessern. Ich bin froh, dass wir heute über Gewohnheiten und Hobbys gesprochen haben. Es bringt mich zum Nachdenken, was gut in meinem Leben ist. Ich fühle genauso, Bob. Ich werde versuchen, gute Gewohnheiten zu befolgen und mehr Zeit mit meinen Hobbys zu verbringen. Danke, dass du deine Ideen mit mir geteilt hast. Danke, Alice. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Lass uns wieder treffen und mehr über unsere Hobbys und neuen Gewohnheiten sprechen. Ja, das würde ich gerne. Hab einen schönen Tag, Bob. Du auch, Alice. Bis bald. Großartige Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du kein kostenloses Übungsgespräch verpasst. Bis zum nächsten Video.